Du hast jetzt die besten Komponenten, du hast dir richtig Mühe gegeben beim Einbau und jetzt geht's an die nächste Stufe, ans Einmessen. Aber warum kann in Zeiten von ChatGPT und Copilot und so weiter eigentlich das nicht ein Computer übernehmen? Das heißt, warum muss man sich da jetzt noch stundenlang mit dem Mikrofon reinsetzen und da, ja, einfach schwitzen, wenn es zu warm ist und angestrengt da die ganze Zeit lauschen? Warum geht das nicht automatisch? Ich bin Thomas, ich mache seit 2004 Car-Hifi in meiner Freizeit und habe von dieser Freizeit relativ viel im Auto verbracht beim Einstellen. Klar, zeitlich braucht man fürs Einstellen in der Regel ein bisschen weniger als fürs Einbauen, kommt auf den Einbau an. Aber Einstellen macht man öfter, meiner Erfahrung nach. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was wechsle, ich wechsle eine Endstufe, ich wechsle einen Lautsprecher, ich wechsle irgendwas, da stelle ich neu ein. Und selbst wenn ich nichts wechsle, stelle ich auch neu ein, weil ich dann irgendwie noch nicht zufrieden bin mit der Einstellung, mal was Neues ausprobieren will, was Neues gelernt habe. Dementsprechend relativ viel Zeit geht fürs Einstellen drauf. So ist es jetzt auch bei dieser Endstufe. Die Audison M8 14-Bit habe ich in mein Smart eingebaut und eingestellt. Heißt, ganz normal das klassische Prozedere, zu dem ich sicherlich noch Videos rausbringen werde, habe ich mir ganz fest auf die Liste vorgenommen, heißt Eingangsmessung, Ausgangsmessung, Kanalzuordnung, Laufzeitkorrektur, EQ, Impuls, alles, was man da quasi machen kann, alles durchgeführt. In dem Setup, in dem ich jetzt halt in knapp 6 Stunden da ein brauchbares Setup gebastelt habe, war ein schönes Setup, mit dem ich gerne rumfahre und was halt auch Spaß macht. Aber was machen jetzt die verschiedenen Hersteller, um uns jetzt an der Front tatsächlich zu unterstützen? Das heißt, was gibt es für Tools, die uns an die Hand gegeben werden, damit wir einfacher und schneller den DSP eingestellt kriegen? Ich fange einfach vorne an. Die erste Software, auf die ich gestoßen bin, die irgendwas automatisch macht, war Helix. Aktuell in der Version gibt es da den Tune-EQ, mit dem man tatsächlich dann halt Lautsprecher auf eine Referenzkurve setzen kann, also selbst EQen kann. Und es gibt ATM, was quasi dafür da ist, um die Laufzeit einzustellen. Also man startet ein Lied auf dem Rechner, sagt der Software hier, ich habe das Lied eingestellt und dann misst die Software mit einem USB-Mikrofon, was dann halt in der Fahrerkabine ist, misst es dann die Laufzeit und dann hat man die Laufzeit eingestellt, was passabel funktioniert hat. Also definitiv besser als der Zollstock, aber ein brauchbares Ergebnis geliefert hat. Also schon mal so viel dazu. Von Mosconi-Gladen gibt es das sogenannte Barney-Einmesssystem. Da geht es tatsächlich so weit, dass es einen Kunstkopf gibt, der auf so einem Stativ geliefert wird. Der hat dann links und rechts ein kalibriertes Mikrofon und durch die Form des Kunstkopfes gibt es da halt ganz spezielle Algorithmen, die dann halt da durchlaufen. Auch da wird dann irgendwie Musik abgespielt und das dann halt alles entsprechend automatisch festgelegt. Das Barney-System gibt es leider nicht für den autonomalen Nutzer wie mich, sondern das Barney-System ist halt nur für Händler. Das heißt, dafür muss man Händler sein, dafür muss man zu einem Händler fahren. Was ich auch voll und ganz verstehen kann, weil ich gehe davon aus, also die Kunstköpfe werden produziert, die sind nicht günstig, die Mikrofone sind nicht günstig, sodass es sowieso irgendwie keiner für seinen einmaligen Einbau sich so einen Kunstkopf von Mosconi kaufen würde. Deswegen voll und ganz verständlich an der Stelle, kann ich aber nicht ausprobieren. Von Herstellern wie Stick, Arc Audio, was habe ich da noch? Zapco, JL Audio, Awave, Musway etc. habe ich einfach keine Infos zu, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Ich hatte nie eine DSP-Endstufe von denen und ich weiß nicht, was die können. Vielleicht haben die auch automatische Einmess-Software, es kann sein, habe ich aber tatsächlich nie ausprobiert. Das, was ich jetzt ausprobiert habe, ist Audison. Das heißt, die Endstufe, die jetzt quasi in dem Smart eingebaut wurde, die hat mit der Version 2 auch dieses Accordo bekommen. Was ist Accordo? Accordo ist ein automatisches Einmesssystem, was Pegel, Laufzeit und EQ in einem Durchgang quasi für euch erledigt. Dabei erzeugt die Endstufe die Testsignale selber. Das heißt, man muss jetzt irgendwie keinen USB-Stick oder CD oder sonst irgendwas einlegen, sondern tatsächlich einfach dem Programm über den Rechner sagen, hey, ich will jetzt Accordo, der geht dann halt durch die Steps so durch, da gehen wir gleich zusammen durch. Es wird ein Testsignal auf die Lautsprecher gegeben, wir müssen halt nur mit dem Pegel noch ein bisschen gucken, wo so wollen wir hin. Ja, und dann wird die Messung durchgeführt und wir kriegen halt Pegel, Laufzeit und EQ
in einem durch. Dauert nicht lange und ist dann fertig. So ist das Versprechen der Endstufe. Ich habe es für euch ausprobiert und ja, gegen den Smart verglichen, den ich selber eingestellt habe. Bevor ich aber erzähle, wie Accordo jetzt im Smart abgeschnitten hat, einmal kurz nochmal einen Überblick, was ist im Smart überhaupt eingebaut. Im Smart habe ich als Hochtöner den Micro Precision Serie 7 MK4 von Thomas Hoffmann eingebaut. In den Türen ist der Tiefmitteltöner aus dem Eaton CSR 16er Set. Und hinten im Kofferraum ist von SB Acoustics ein 12 Zoll Subwoofer der SB34 SWPL 76 in der 4 Ohm Variante verbaut. Man muss dazu sagen, mein Smart ist jetzt nicht einstellfreundlich in Form von man setzt sich rein, misst einmal durch und stellt ein und ist dann glücklich, weil das Auto an sich ein bisschen Phasenprobleme hat. Heißt, die Lautsprecher zueinander sind jetzt nicht so fein. Ich habe auch schon einen oder anderen Allpassfilter gesetzt, um da halt zumindest bei den Phasen ein bisschen sauberer bei rumzukommen. Als es dann quasi darum ging, okay, wie macht Accordo das? Wenn man es einfach nur anschließt und laufen lässt, kamen erstmal sehr merkwürdige Werte raus, was sich aber halt wirklich auch auf diese Phasenproblematik des Autos herausgestellt hat. Als ich dann nämlich ein bisschen mit den Phasen umgespielt habe, das heißt, ich habe mal einen linken Hochtöner, linken Tieftöner, mal in der Phase gerät und öfter mal Akkorde einfach durchlaufen lassen habe, um zu gucken, okay, kommt jetzt irgendwie was raus, was irgendwie sinnvoll ist. Dann kam ich tatsächlich zu Ergebnissen relativ schnell. Das heißt, der Prozess dauert ja nicht so lange, dass da halt Werte bei rumkommen, wo man sich gesehen hat, okay, Laufzeiten passen soweit, vielleicht sollte man sich das mal anhören. Und ich habe es mir angehört, es klingt gut, es klingt deutlich besser als so mancher Wettbewerbsteilnehmer, wo man sich halt irgendwie reinsetzt und dann halt hört. Es klingt bühnentechnisch sauber, die Phasen passen zueinander. Tonalität ist halt so eine Sache, die man tatsächlich mit der Referenzkurve wählen kann. Das heißt, man kann ja in der Referenzkurve, die man halt Accordo mitgibt, kann man sagen, okay, wie will ich das Teil denn haben? Und da werde ich sicherlich in Zukunft noch ein bisschen mit den Referenzkurven spielen, um zu gucken, gibt da noch irgendwie mehr, kann man da jetzt halt noch mehr meinen persönlichen Musikwunsch da halt reinbringen. Aber alles in allem, wenn man halt überlegt, ich habe jetzt 3 Knöpfchen gedrückt und hatte ja ein brauchbares Setup. Das fand ich eigentlich ganz cool. Im Vergleich zu dem Setup, den ich selber gebaut habe, wo ich halt wirklich 6 Stunden lang drin gesessen habe, relativ viel gewedelt habe, eingestellt habe, Impulsmessung, alles, also wirklich das komplette Repertoire rausgezogen habe, war Accordo nicht besser. Ja, das heißt, ich war immer noch mit meinem selbst eingestellten Setup rum, wofür ich 6, 7 Stunden brauchte. Accordo, das Setup, das kann man sich anhören, es stört nichts, es nervt nichts, es ist schon sauber, aber es ist halt nicht dieses Quäntchen Perfektion mit drin, das man so sich halt irgendwie wünschen würde. Weil aber insgesamt der Prozess mich halt von, okay, was ist jetzt mit der Phase, wieso muss ich das ausprobieren, wieso brauche ich mehr als einen Versuch da drin, selber genervt hat und ich mir gedacht habe, das muss irgendwie auch anders gehen, habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja noch ein zweites Auto, wo ich das mal ausprobieren kann. Und zwar habe ich ja noch den Octavia. In dem Octavia von uns ist im Moment eingebaut ein Omnis Audio Koinzidenzwandler, heißt ein Mitteltöner und Hochtöner in einem, quasi ein Coax, der aber halt laufzeitrichtig, das heißt an der gleichen Stelle beginnt. Das heißt, ich habe zwischen Mittelton und Hochton keine Laufzeitverzögerung. Dazu habe ich dann i7, die i7 20 cm Lautsprecher in den Türen und ich habe einen 25 cm Scanspeak Subwoofer hinten im Kofferraum. Also quasi das vom Setup her. Normalerweise ist in diesem Auto angeschlossen eine Helix P6 Ultimate und eine SD, also eine Sound Digital 3000.1 X2. Evo X2. Also 2 Endstufen mit reichlich Leistung, die halt mit denen wir auf dem Wettbewerb fahren. Das ist halt wirklich das Wettbewerbfahrzeug. Gut, in das Auto passt auch viel rein. Das heißt, da ist oft ein Zelt drin, da sind oft Klamotten drin und so weiter. Ja, aber damit sind wir unterwegs. Damit bin ich jetzt halt auch demnächst auf dem Finale. Und das ist halt einfach so das Fahrzeug, wo halt am meisten meiner Zeit jetzt schon in das Setup reingegangen ist. Weil
ja, damit war ich halt schon oft unterwegs, habe da viel rumgestellt und das ist halt etwas, womit ich aktuell sehr zufrieden bin, wie es da halt läuft. Und um da jetzt nicht alles rauszureißen, neu zu machen oder sonst irgendwas, habe ich einen coolen Tipp bekommen. Und zwar habe ich einfach die Accordo-Stufe hinten drauf gelegt, habe die zusätzlich halt einmal mit Strom betrieben. Das heißt, da kam halt ein Netzteil dran von extern. Und das Einzige, was ich gemacht habe, waren die Lautsprecherausgänge, die ich halt bei der Helix dran hatte und die ich an der Evo X2 dran hatte. Habe ich einfach komplett auf die Audison gesetzt. Heißt, die ersten 6 Kanäle haben halt das Frontsystem aktiv betrieben und die 2 Kanäle, die dann noch über waren am Subwoofer. Das heißt, ich habe jetzt mit einer Endstufe 2 Endstufen ersetzt, hatte natürlich deutlich weniger Leistung am Subwoofer, aber der Subwoofer verträgt sowieso nicht so viel Leistung. Das heißt, der Subwoofer selber ist halt, glaube ich, angegeben mit 400 Watt RMS. Das heißt, da sind jetzt natürlich die 3 kW, die die Evo an einen oben machen könnte, läuft eh nicht an einen oben, das heißt, da kommt halt maximal 1 kW raus. Ja, aber ich habe quasi 2 Stufen mit einer ersetzt. Und wie das so funktioniert in Accordo, das heißt, wie man jetzt in Accordo tatsächlich das macht, das schauen wir uns zusammen an, weil das habe ich nämlich aufgenommen. Also wenn wir die Bitdrive Software aufhaben, ist das erste, was wir machen müssen, die Konfiguration. Also müssen wir nicht, wir können es auch per Hand konfigurieren, aber es gibt tatsächlich einen Wizard, den wir einmal durchklicken können. Einmal auswählen, was für eine Quelle wir haben wollen und jetzt tatsächlich, was für Eingänge wir haben. Ich habe jetzt optisch, gehe ich rein, das heißt, ich habe nur 2 Eingänge, rechts und links. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Eingangsempfindlichkeitstest, weil wie gesagt, optisch rein. Ich brauche auch keine Eingangsverzögerung oder Polaritätsprüfung. Auch das und auch der De-Equalizer von dem Eingang ist tatsächlich nicht notwendig, weil ich ein lineares optisches Signal habe. Deswegen, das passt soweit. Dann einmal die Lautsprecher einstellen. Es gibt ein Preset, wo halt schon ein 3-Wege Frontaktiv und ein 2-Wege Passivsystem hinten drin sind. Das heißt, meine Lautsprecher vorne haben soweit alle gepasst. Und wenn ich dann halt wieder in den manuellen Modus wechsle, kann ich tatsächlich mein Hex-System so gesehen deaktivieren. Und den Subwoofer quasi auf meine letzten Ausgangskanäle setzen. So, das heißt, die Ausgänge alle auf nicht verbunden setzen und dann kann ich meinen Ausgang für den Subwoofer auch nicht auf Subwoofer rechts, sondern auf Subwoofer stellen und dann ist der Weiter-Button tatsächlich auch frei. Das heißt, unten sind die Sachen alle nicht verbunden, aber ich musste an der Stelle noch den Subwoofer auf Subwoofer tatsächlich stellen. Da hat es auch nicht geholfen, die einzelnen Lautsprecher einmal nochmal durchzuklicken, sondern tatsächlich den Subwoofer auf Subwoofer zu stellen. Dann konnte ich auf Weiterklicken. Bei den Laufzeitkorrekturen habe ich einfach alles auf 0 gelassen, weil ich wusste ja, dass das System das gleich macht. Ansonsten alles einfach so, wie es auf 0 ist, einfach weiter und einmal durchgehen, sodass ich dann tatsächlich erstmal ein lauffähiges Setup hatte. Das heißt, alle Werte, die jetzt hier drin waren, die mir der Konfigurationswizard einmal so vorgegeben hat, habe ich dann genommen und bin damit in Accordo reingelaufen. So, also wieder in den Wizard und da haben wir diesmal den Accordo zum Auswählen, weil wir verbunden sind. Also einmal die Einstellung finalisiert und hier sind wir jetzt schon in Accordo. Heißt, es ist alles verbunden und wir können loslegen. Wir können auswählen, was wir alles machen wollen. Wir sehen, dass alle unsere Kanäle soweit super ist und jetzt wählen wir eine Zielkurve. Das ist tatsächlich etwas, worauf ich gleich nochmal eingehen werde, weil es gibt verschiedenste Arten von Zielkurven, die man hier quasi auswählen kann. Ich habe eine selbstgenommene genommen und jetzt kalibrieren wir erstmal den Ausgangspegel. Heißt, jetzt wird das Testsignal ausgespielt im Auto und ich kann halt so ein bisschen hin und her drehen. Mir war das ein bisschen zu leise, sodass ich die Empfindlichkeit vom Mikrofon jetzt nochmal runtergedreht habe. Das seht ihr gleich, dass das Signal wieder nicht okay ist und dann an dem Regler hier ein bisschen höher drehen muss.
Das ist tatsächlich noch eine Sache, die bei Accordo gegebenenfalls nochmal korrigiert werden könnte, weil das Problem ist, wenn man hier einfach in dieser Maske zu lange braucht, dann kriegt man halt einfach nur einen Dialog, hey, ist abgelaufen und man muss nochmal neu starten, war jetzt aber an der Stelle kein Problem. Heißt einfach nochmal hier entsprechend auf den richtigen Pegel einstellen, dass das Signal in Ordnung ist und dann auch weitergehen. Und direkt auf Start drücken, Auto verlassen. Ich stand sowieso die ganze Zeit außerhalb des Autos. Und dann werden die Testsignale einmal durchgespielt. Das heißt, jeder Lautsprecher wird separat einmal angesteuert, kriegt seinen Test-Mikrosweep, nenne ich das mal. Und wenn das soweit alles durch ist, das heißt, das macht er jetzt halt 7 Mal, 6 Kanäle plus Subwoofer. Und wenn er damit durch ist, dann berechnet er sich das. Und wenn er das berechnet hat, sind wir schon fertig. Das heißt, Tuning ist abgeschlossen, wir klicken auf Weiter und es wird jetzt aufs Gerät übertragen. Eine Standardsache, die halt immer passiert, wenn Accordo durchgeführt wird, ist, dass die Gesamtlautstärke unten links vom kompletten DSP auf minus 24 dB runtergesetzt wird. Das heißt, wenn ihr irgendwie jetzt eine Quelle angeschlossen habt, dann ist dann halt automatisch erstmal leise. So, aber wir sehen, die Pegel, die scheinen soweit alle zu passen. Das heißt, der rechte Tieftöner muss am lautesten gedreht sein, alle anderen sind relativ leise. So, wenn man sich jetzt die einzelnen Lautsprecher anguckt, haben wir überall einen EQ drin, der irgendwie sinnvoll ist. Auf Tieftönern und Mitteltönern werden die Kanäle 2 bis 6 benutzt. Auf den Hochtönern die Kanäle 2 bis 10, genauso wie beim Smart. Wir sehen, die Laufzeiten sind drin und ja, ich speichere das Setup jetzt nochmal und dann sind wir fertig. Einmal nochmal finishen aufs Gerät. Das heißt auch, dass die Software bzw. die Einstellung jetzt im Gerät tatsächlich dann auch festgeschrieben wird. Und das war es dann auch schon. Und als nächstes habe ich mich ins Auto gesetzt und mir den ganzen Spaß mal angehört. Und was soll ich sagen? Es klingt gut. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen Konfigurationswizard durchgeklickt und habe dann nochmal einen Einstellwizard durchgeklickt, habe mich ins Auto gesetzt und dachte mir, das ist eine Anlage, mit der man jetzt Auto fahren kann. Ja? Also die Übernahme der Lautsprecher ist gut zueinander. Addition rechts, links passt soweit. Die Bühnendarstellung ist okay. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage so, oh mein Gott, ich will so nicht Auto fahren. Das heißt, normalerweise, wenn ich ein Auto habe, wo ich keine Zeit in ein Setup gesteckt habe, will man damit kein Auto fahren, weil da passt irgendwie, die Phasen passen nicht zueinander, die Laufzeit passt nicht zueinander. Ich habe noch keine Impulsgrenze gemacht, ich habe noch gar nichts. Das heißt, hört sich in der Regel an wie Grütze und hier jetzt nicht. Hier habe ich halt 2 Konfigurationen durchgeklickt und ich habe ein brauchbares Setup, mit dem ich durch die Gegend fahren kann und wo ich halt wirklich, ja, akzeptabel erstmal mitarbeiten kann. Klar ist der komplette Prozess an der Stelle noch nicht beendet. Das heißt, normalerweise ist das halt jetzt nicht dafür gedacht, dass ich jetzt Accordo starte und danach ein fertiges Setup habe. Auch hier ist der Plan, weil man hat halt noch EQs an den Lautsprechern und man hat natürlich noch den Final EQ, der dann halt irgendwie bei anderen Herstellern entweder Virtual EQ oder Stage EQ oder sonst irgendwie heißt. Um dann halt wirklich nochmal die Feinjustage zu machen. Genauso wichtig ist natürlich auch im Anfang, das heißt, wenn wir die Lautsprecher einstellen in der Software, die Trennfrequenzen sind natürlich an der Stelle auch wichtig, weil ich habe jetzt einfach nur die Standardsachen genommen, die Software hat. Wie man jetzt sinnvoll mit Accordo arbeitet, das heißt, wie man am brauchbarsten sagt, okay, nimm die Flanke, nimm die Steigung, nimm die Trennfrequenz etc., ist natürlich noch eine Sache, die man, wenn man da halt viel mitmacht, sich da halt immer mehr rantastet. Ebenso natürlich auch die Zielkurve. Wir haben gesehen, man kann sich eine Zielkurve, wo Accordo quasi hinarbeiten soll, auswählen. Normalerweise ist die flat, es gibt auch ein paar Standarddinger, man kann auch tatsächlich eigene Kurven da reinladen. Und ich habe so eine eigene Kurve reingeladen, die halt so ein bisschen dem entspricht, was ich normalerweise so mache. So ein bisschen mehr im Tiefbass, langsam abfallend und dann linear. Mein sogenanntes SQ-Setup, was ich so habe. Und mit diesem Setup komme ich eigentlich ganz gut klar und damit messe ich auch relativ regelmäßig im Octavia ein. Ich weiß aber auch, dass dieses Setup halt möglicherweise im Smart auch schwierig funktioniert, weil einfach wenn man die gleiche Linearität der Tonalität in einem Auto hat, in einem VW-Bus, sage ich mal, und in einem Smart, wird sich das für den Menschen immer komplett anders anhören, weil
der Raum macht es dann halt anders. Das heißt, es geht wirklich nicht nur um die Tonalität, sondern man muss es halt auch mal so ein bisschen auf das Auto anpassen. Deswegen gibt es da leichte Unterschiede in der Zielkurve, aber zumindest sollte es halt eine stabile Bühnenabbildung und alles bringen. Heißt, wir haben mit wenigen Klicks, mit wenig Arbeit haben wir jetzt ein Setup, was brauchbar ist, was, wenn ich es natürlich zu meinen seit einem halben Jahr aktiv optimierten Wettbewerbssetup vergleiche, nicht viel Chancen hat. Aber dafür habe ich da auch nicht zig an Stunden reingesteckt, sondern halt 3-mal auf den Link geklickt. Deswegen natürlich ein unfairer Vergleich irgendwo, was den Aufwand angeht, aber ein krasser Vergleich, wenn man überlegt, was man mit wenig Zeit schon mal erreichen kann. Und zwar ein voll funktionsfähiges ich würde sogar sagen, richtiges Setup, was laufen kann. Seit einem halben Jahr an einem Setup spiele und das irgendwie optimiere, dann habe ich das ja auch schon vorher ein paar Mal gemacht. Heißt, auch dafür braucht es natürlich einiges an Vorkenntnissen, die ich hoffentlich in ein paar Videos euch beibringen kann. Ich habe da noch einiges auf der Liste. Deswegen, wenn Interesse weckt, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr den ganzen Spaß nicht, den ich hoffentlich bald nochmal rausbringe, was irgendwie Richtung Einmessen und so geht. Das Fazit von mir ist jetzt, dass Accordo ein brauchbares Tool ist, um in kurzer Zeit ein brauchbares Setup zu erstellen. Also wirklich zur Konkurrenz wie TuneEQ mit ATM oder anderen Automatiksystemen durchaus mithalten kann und mit dem Autopegel, soweit es funktioniert, dann auch ein sinnvolles Ergebnis bringt. Man muss sich natürlich, wie bei den anderen automatischen Einmesstools, so ein bisschen Vorarbeit noch leisten. Das heißt, man muss halt gucken, dass man die richtigen Frequenzen wählt, dass man die richtigen Kurven nimmt, die richtigen Filter, Trennungen etc. Das heißt, trotzdem kann man da jetzt nicht als kompletter Laie reingehen, sondern man muss schon ein bisschen Grundwissen haben, was man da tut. Und am Ende, ja, ist es halt etwas, wo ich sagen würde, okay, es funktioniert, aber das ist jetzt nicht meine Traumvorstellung von einem Setup. Was heißt, dass es jetzt nicht so ist, dass irgendwie man jetzt nicht mehr zu jemandem, der fähig ist, zu einem Händler fahren sollte, um es einzustellen zu lassen, weil ja, die machen es halt immer noch besser. Und das hat es ja quasi gezeigt, weil auch mein Octavia-Setup macht es halt besser. Aber das liegt natürlich nur daran, weil es halt noch nicht zu Ende gedacht war. Also zu Ende gedacht von meiner Seite, weil ich es halt nicht zu Ende optimiert habe. Das heißt, klar hätte ich da jetzt nochmal hingehen können und sagen können, okay, ich drehe jetzt nochmal an die Lautsprecher-EQs, ich gucke nochmal an die Pegel, ich gucke, ob die Laufzeiten alle passen und ich gehe auch nochmal von den anderen Sachen dran. Das könnte ich machen und dann nochmal ein Final-EQ hinterher und ich gehe davon aus, dass ich dann halt deutlich schneller als meine normalen Stunden, die ich in einem Auto sitze, dann halt machen müsste, weil der Grundstamm schon alles vorhanden war. Ich werde die Stufe jetzt wieder in mein Smart einbauen und erstmal mit meinem eigenen Setup weiterfahren. Aber nichtsdestotrotz werde ich sie da haben. Gegebenenfalls wird es bald ein neues Update geben, wo Accordo selber auf Phasen achtet und vielleicht noch anderen Spaß macht, weil ich glaube, tatsächlich da ist Audison gerade dran, da einfach der komplette Bereich nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da ist halt noch einiges möglich. Im Moment gibt es halt nur eine einzige Messung, die gemacht wird und der Rest wird verrechnet. Das heißt sicherlich auch sowas wie, okay, ich messe etwas und danach kontrolliere ich es nochmal selber, passen die Sachen wirklich zusammen etc. Wäre alles möglich. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und freue mich auf das, was noch kommen wird. Alles in allem kann ich sagen, Thomas hat gewonnen, Accordo hat verloren. Naja, je nachdem, Accordo ist ein Tool. Accordo ist jetzt nichts, was den kompletten Prozess macht. Thomas ist ein Ding, was den kompletten Prozess macht, von Eingangsmessung, Ausgangsmessung etc. Accordo selber ist nur ein Teil davon. Und diesen Teil muss man bedienen können. Man muss wissen, was man tut, wie man tut. Und ich glaube, da bin ich halt noch nicht so weit, dass ich genau weiß, was und wie ich mit Accordo tun kann. Trotzdem finde ich das vom Tooling her, das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich benutze es genauso wie bei ATF, das heißt, ich stelle gegebenenfalls meine Flanken richtig schon mal vor, lasse dann Accordo
den IQ machen und lasse Accordo tatsächlich auch die Laufzeit machen. Bin ich eigentlich so weit, wie ich bei ATF wäre und kann natürlich nachträglich noch mit einer Impulsmessung, mit nochmal Gruppenmessung etc. dann natürlich noch alles nachregeln und ich glaube auf ein ähnliches Niveau kommen. Zusammenfassend, es ist halt wirklich ein cooles Tool, was ich immer wieder benutzen würde, um halt wirklich zu checken, okay, wie weit ist da aktuell der Stand der Software, was kann die Software, was ich vielleicht noch nicht kann oder was kann ich, was die Software schon kann. Alles in allem war ich sehr zufrieden mit dem, was Accordo tatsächlich schon leisten kann. Alle neuen Features von der Bitdrive Version 2 habe ich letzte Woche schon gezeigt. Das Video könnt ihr euch jetzt gerne nochmal anschauen.